Hallo ihr Lieben! Dieses Mal stelle ich euch ein ganz besonderes Projekt von mir vor. Und zwar diesen leichten Mantel, den ich aus Granny Squares gehäkelt habe. Ich muss zugeben, das hat schon etwas gedauert, da ich die 148 Grannies nicht am Stück gehäkelt habe, sondern mit Pausen dazwischen. Stellt euch mal vor, 148 Stück, das ist wirklich eine ganze Menge. Dafür ist er aber auch richtig schön geworden. Er eignet sich hervorragend für kühle Frühlings- und Sommertage. Mit einem dickeren Pulli, aber auch wunderbar für die Herbstzeit. Bleibt dran, in diesem Video zeige ich euch nämlich, wie ich diesen Mantel gemacht habe. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere Häkelprojekte sehen möchtet. Wie immer starte ich zunächst mit der Wolle. Die Hauptfarbe ist von Mayflower das Allianz Fine Cotton Blend. Das hier ist die Farbe Nummer 6 und heißt Schwarz. Es hat auf 50 Gramm 160 Meter. Ich habe den Zettel herausgenommen, dann sieht man das besser. Die Wolle besteht aus 50% Baumwolle und 50% Polyacryl und die empfohlene Häkelnadelstärke ist die 3. Jetzt zu den bunten Farben. Die sind von Drops und heißen Flora. Sie bestehen aus 65% Wolle und 35% Alpaka. Sie haben auf 50 Gramm 210 Meter und die empfohlene Nadelstärke ist ebenfalls die 3,0. Das hier ist die Farbe 23 und heißt Nebelwald. Das ist die Farbe 09 und heißt Amethyst. Das ist die Farbe 13 und heißt Jeansblau. Und hier die 24 Erdbeerrosa. Und zu guter Letzt die Farbe 30 Wüstenrose. Die Häkelnadel, die ich verwendet habe, ist die 3,5. Außerdem braucht ihr noch eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel zum Vernähen und Maschenmarkierer. Das Granny Square starte ich mit einem magischen Ring. Ich lege dafür das kurze Ende, so wie ihr das hier seht, um meine beiden Finger und fädele das lange Ende unter dem Ringfinger durch und lege ihn über den kleinen Finger, so wie ihr das jetzt hier seht. Von der anderen Seite mit meiner Häkelnadel gehe ich unter diesem Fädchen durch und hole das dahinterliegende. Ziehe das hervor, drehe das dann dabei. Damit habe ich so eine Schlaufe. Und dann hole ich mir den Faden hierher und ziehe den durch die Schlaufe durch. Fertig. Das war auch schon alles. Die Schlaufe ziehe ich fest. Dann mache ich eine feste Masche. Meine erste Masche markiere ich. Ich brauche insgesamt 8 feste Maschen, daher mache ich jetzt noch die anderen 7. Das sind jetzt insgesamt 8 Stück. 2, 4, 6, 8. Passt. Ich ziehe an dem kurzen Fädchen und ziehe den Ring zu.
Dann entferne ich den Maschenmarkierer. In die markierte Masche steche ich ein, hole den Faden und ziehe ihn direkt durch die Schlaufe auf der Nadel. Das ist eine Kettmasche. Damit habe ich den Kreis geschlossen. Nun ziehe ich die Masche etwas länger, nehme einen Umschlag auf die Nadel, steche in die gleiche Masche nochmal ein, hole den Faden durch. Ich nehme nochmal einen Umschlag auf, steche in die gleiche Masche wieder ein und hole den Faden durch. Und ein drittes Mal Umschlag aufnehmen, einstechen, Faden durchholen. Und jetzt hole ich den Faden und ziehe ihn durch alle Schlaufen auf der Nadel durch und mache dann nochmal eine Luftmasche zum Abschluss. Diese markiere ich. Das war meine erste Masche, jetzt mache ich nochmal eine Luftmasche. Ich nehme einen Umschlag, steche in die nächste Masche ein, hole den Faden durch. Nehme wieder einen Umschlag, steche in die gleiche Masche und hole den Faden durch. Und ein drittes Mal Umschlag einstechen, Faden durchholen und diesmal noch ein viertes Mal. So, jetzt habe ich die ganzen Schlaufen auf der Nadel, alle bis auf diese eine letzte, hintere. Da werde ich jetzt den Faden durchholen. Und dann hole ich den Faden nochmal und ziehe ihn durch die restlichen beiden durch. Und mache eine Luftmasche. Und ich nehme wieder einen Umschlag und steche in die nächste Masche ein und mache genau das gleiche wie in der vorherigen, und zwar eine Büschelmasche. Wenn ich meine Schlaufen alle beieinander habe, hole ich den Faden durch alle vorderen Schlaufen durch bis auf die hinterste. Und dann hole ich ihn nochmal und ziehe ihn durch die restlichen beiden. Und am Ende eine Luftmasche. Und jetzt habe ich 3 Büschelmaschen und in jede der festen Maschen von der ersten Runde mache ich jetzt eine solche Büschelmasche. Ich habe meine 8 Büschelmaschen gehäkelt und bin am Anfang wieder angekommen. Ich mache noch eine Luftmasche, bevor ich in die erste Masche verbinde. Dafür habe ich jetzt den Markierer entfernt und verbinde mit einer Kettmasche zu einem Kreis. Und jetzt könnt ihr letztendlich 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen machen. Oder ihr macht es wie ich mag das nämlich nicht so gern. Ich mache ein Ersatzstäbchen. Dafür mache ich zunächst eine feste Masche. Und dann schaut, das sind die 2 senkrechten Schlaufen und in die linke davon mache ich dann nochmal eine feste Masche. Ich mache quasi 2 feste Maschen übereinander. So, und das ist mein Ersatzstäbchen. Das wird natürlich markiert. Und jetzt schauen wir mal hier die Lücke zwischen den 2 Büschelmaschen. Das ist um meine erste Ecke. Dafür häkle ich zunächst mal ein Stäbchen in diese Lücke, noch ein zweites Stäbchen
Dann mache ich 2 Luftmaschen und in die allergleiche Lücke häkle ich nochmal 2 weitere Stäbchen. So sieht meine erste Ecke aus. In die nächste Masche mache ich ein Stäbchen. In die nächste Lücke kommt wieder ein Stäbchen. Und in die nächste Masche nochmal ein Stäbchen. Die nächste Lücke ist wieder eine Ecke. Ich mache dann 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen. Alles in die gleiche Lücke. So, das sind jetzt meine 2 Ecken. Wenn das sich so biegt, das ist überhaupt kein Problem, das wird wieder gerade. In die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste Lücke ein Stäbchen. Und in die nächste Masche wieder ein Stäbchen. Die nächste Lücke ist wieder eine Eckenlücke. Es kommen 2 Stäbchen hinein. Zwei Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Und dann geht es wieder weiter, in die Masche ein Stäbchen, in die Lücke ein Stäbchen und in die Masche ein Stäbchen. In die nächste Lücke kommt meine 4. Ecke. Genauso wie zuvor mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wenn euch meine Videos gefallen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr meine wöchentlichen Videos nicht. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert und teilt. Dankeschön dafür! In die nächste Masche kommt nochmal ein Stäbchen und in die letzte Lücke kommt auch ein Stäbchen. So, jetzt bin ich am Anfang angekommen. Ich entferne den Markierer und verbinde mit einer Kettmasche in diese erste Masche. Und dann könnt ihr 3 Luftmaschen machen als Ersatz fürs erste Stäbchen oder eben, wie ich, ein Ersatzstäbchen. Mein Ersatzstäbchen, das habe ich euch schon gezeigt, besteht aus 2 übereinander gehäkelten festen Maschen. Das markiere ich. Und jetzt häkle ich in die nächsten Stäbchen der Vorreihe einfach nur Stäbchen. In der Ecke angekommen, häkle ich 2 Stäbchen zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen, wie auch schon zuvor. Dann häkle ich die nächsten Maschen in Stäbchen
bis zur nächsten Ecke. An der Ecke angekommen, häkle ich in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und so häkle ich weiter, mache in die Ecken wieder Ecken, bis ich wieder am Anfang angekommen bin. Ich bin jetzt wieder am Anfang angekommen und entferne den Maschenmarkierer. Jetzt mache ich eine etwas unsichtbarere Verbindung. Ich steche von hinten nach vorne durch, lege die Schlaufe über die Nadel und ziehe sie nach hinten durch. Hinten schneide ich dann den Faden ab. Ziehe den Faden durch die Schlaufe und ziehe das fest. So sieht mein Quadrat bisher aus. An dieser Stelle würde jetzt die schwarze Reihe kommen, so wie hier. Aber das sieht man natürlich schlecht beim Filmen, das Schwarz. Daher mache ich das jetzt einfach in einer anderen Farbe, und zwar in Lila. So, in dem Lila hier mache ich jetzt einfach eine Schlaufe. Und dann suche ich mir eine Stelle aus in dem Quadrat. Also ist es eigentlich egal, wo man anfängt. Ihr könnt in der Ecke anfangen, das ist gut. Oder einfach an der Seite. Ich mache das jetzt einfach an der Seite. Dafür steche ich jetzt einfach hinein und mache eine feste Masche. Und dann nochmal eine drüber. Also im Endeffekt, ich mache ein Ersatzstäbchen. So, das markiere ich. Und jetzt häkle ich einfach in Stäbchen weiter bis zur nächsten Ecke. An der Ecke angekommen, mache ich die gleiche Ecke wie zuvor schon, bestehend aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann häkle ich in Stäbchen weiter die ganze Seite entlang, bis ich einmal drumherum bin. So sieht das jetzt aus. Ich muss einmal komplett drumherum, bis ich am Anfang bin und schließe genauso ab wie in der Reihe zuvor. Das sieht dann so aus, das hier in Schwarz und davon habe ich natürlich mehr, das sind meine 5 Farben. So sehen sie aus. Und natürlich habe ich von jeder Farbe viel, viel mehr von den kleinen Quadraten. Ich erinnere euch, 148 Stück insgesamt. So, und dann zeige ich euch zuerst mal die Skizze von meinem Mantel. Ich habe die Quadrate farblich so verteilt, wie ich denke, dass sie gut liegen und richtig schön gemischt aussehen auch. Ich fange mit dem Verbinden an, wo dieser rote Pfeil ist. Die ersten 2 Reihen habe ich mir hier passend hingelegt und fange an, von rechts zu verbinden. Erst verbinden wir die alle in diese Richtung und dann in die andere Richtung, also senkrecht. Zunächst mal hier entlang, dann da entlang und so weiter. Ich habe mir einen Wollfaden in die Nadel gefädelt, der lang genug ist für diese Reihe. Und jetzt starte ich in der Ecke. Ich suche mir zunächst mal auf der Seite die Ecke aus, steche ein, ziehe den Faden durch, der ist halt etwas länger natürlich.
und lasse mir ein Stück Faden stehen, um den vernähen zu können. Dann suche ich mir die nächste Ecke, hier vorne, steche da durch und ziehe auch hier den Faden durch. Dann suche ich mir in der hinteren Reihe die nächste Masche neben der Ecke und steche da ein. Und in der vorderen Reihe die Masche neben der Ecke und steche da ein, jeweils in beide Maschenglieder. Und so geht es letztendlich weiter. Ich suche mir die nächste Masche in der hinteren Reihe aus, steche dort ein und die nächste Masche in der vorderen Reihe und steche dort ein und ziehe den Faden durch. Zieht nicht zu fest zu, die beiden Quadrate sollen aneinander liegen, nicht press aufeinander sein. Und so nähe ich letztendlich bis zu der Ecke. Ich bin in der Ecke angekommen und jetzt nehme ich diese Ecke hier und die vordere Ecke da, steche durch, wie zuvor schon, in die Maschen. Und dann gehe ich zu den anderen Quadraten und steche dort auch jeweils in die Ecken und ziehe den Faden durch. Ich ziehe ein bisschen an, dass die aneinander liegen, die Quadrate. So. Nicht auf Press, wirklich einfach schön einfach dran ziehen. Und dann geht es einfach weiter von Masche zu Masche. Und das mache ich jetzt die ganze Reihe entlang, bis ich ganz hinten angekommen bin. Ich bin hinten angekommen und steche eigentlich nur noch zurück in die Ecke, aus der ich gekommen bin, um die Reihe abzuschließen. Und dann kann ich den Faden abschneiden. Ich habe nun diese Reihe verbunden und jetzt kommt eigentlich die nächste und so weiter. Aber ich möchte euch zeigen, wie man senkrecht verbindet. Also wenn man alles waagrecht verbunden hat, wie man dann senkrecht verbindet. Dafür habe ich schon mal bis zur Ecke verbunden und steche jeweils in die Ecke der rechten Quadrate ein und dann in die Ecken der linken Quadrate. Eigentlich genau so wie zuvor auch schon in der waagrechten, mache ich das gleiche in der senkrechten. Und dann geht es einfach weiter in den Maschen. Hier seht ihr nochmal meine Skizze. Ich habe am roten Pfeil angefangen und habe Reihe für Reihe verbunden bis zum Ärmelbereich. Dort muss ich zunächst die ersten beiden Ärmelreihen verbinden und schließe gleich daran das Rückenteil an und danach die ersten beiden Reihen des anderen Ärmels. In der zweiten Ärmelreihe verbinde ich nur bis zum roten Strich und lasse die beiden Grennies dahinter unverbunden. Das habe ich hier gelb markiert. Dann setze ich beim anderen roten Strich an und verbinde die Reihe bis zum Ende des anderen Ärmels. In der dritten Ärmelreihe verbinde ich bis zum Ausschnitt. Das ist der gelbe Strich bei mir. Danach setze ich neu an und verbinde bis zum Ende der anderen Seite. Wenn der Ärmelbereich erledigt ist, verbinde ich zunächst die eine Vorderseite des Mantels, dann die andere. In die andere Richtung starte ich bei einem Ärmel und verbinde die ersten beiden Reihen. Und wie die Pfeile zeigen, so verbinde ich die restlichen Grennies. Den Ausschnitt lasse ich natürlich frei, das ist der gelbe Bereich. Bei der Farbverteilung ist mir ein Fehler unterlaufen, den ich leider erst bemerkt habe, als die Quadrate bereits verbunden waren. Daher habe ich das auch nicht mehr geändert, das wäre viel zu viel Arbeit gewesen. Zum Glück ist dieser Fehler fast nicht zu sehen, da er sich direkt unter den Armen befindet. Könnt ihr es erkennen? Ich lasse euch 3 Sekunden Zeit. Okay, fertig.
Habt ihr ihn? Schaut, ich habe hier und da je ein cremefarbenes Granny eingeplant. Wenn man die Ärmel schließt, liegen diese jeweils nebeneinander. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass sich zwei gleiche Farben nebeneinander befinden. Aber nun ist das nun mal so. Wenn ihr meine Skizze für euch nutzen wollt, wisst ihr jetzt Bescheid und könnt diesen Fehler für euren eigenen Mantel korrigieren. Ich habe jetzt soweit alle Grannies verbunden. Das hier ist das Rückenteil, das hier sind die beiden Vorderteile, das ist mein Halsausschnitt. Hier nochmal der Ärmel. Jetzt muss ich nur noch die Seiten verbinden. Hier ist es noch offen. Diese Seite muss noch verbunden werden. Dafür fange ich hier an, bis hier herunter und ganz herunter bis zum Saum. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Ich fange am Rand des Ärmels an, verbinde bis hierher und verbinde bis hier hinunter zum Saum. Für mich geht das am besten, wenn ich mir die beiden Kanten so hinlege, wie ihr das jetzt seht, und dann verbinde ich einfach die beiden Seiten. Ich habe die Seiten verbunden und befinde mich jetzt im Saumbereich. Das sind die beiden Vorderteile, das da hinten ist das Rückenteil, einfach der Saumbereich. Und jetzt werde ich den Saumbereich und auch den Rest, die Kanten, umhäkeln. Ich beginne mit der Ecke hier, häkle hier herum, darüber, dann häkle ich nach oben, um den Hals herum und wieder herunter zum Anfang. Dafür habe ich mir eine Schlaufe auf die Nadel gelegt und starte wie gesagt in dieser Ecke. Ich habe hier meine Startecke und darin befestige ich zunächst mal den Faden. Dafür steche ich ein, hole den Faden durch und hole ihn durch die Schlaufe auf der Nadel. Dann ziehe ich am kürzeren Ende und damit habe ich den Faden befestigt. Und jetzt steche ich in die Ecke wieder ein und mache eine feste Masche. Das ist meine erste Masche und die markiere ich, damit ich weiß, wo meine erste Masche ist. So, und in die gleiche Ecke mache ich nochmal eine feste Masche. Und dann häkle ich ganz normal weiter mit festen Maschen den Saumrand entlang. Bin jetzt auf der anderen Seite in der Ecke angekommen und zeige euch jetzt, wie ich diese Ecke gehäkelt habe. Und zwar habe ich hier eine feste Masche hineingehäkelt, nochmal eine feste Masche, eine Luftmasche und nochmal zwei feste Maschen. Danach habe ich ganz normal in festen Maschen weiter gehäkelt. Hier habe ich das ein bisschen weggezogen, sonst kommt man dann nicht an die erste Masche ran nach der Ecke. So sieht die Ecke aus, mir gefällt sie gut, bin zufrieden und genauso mache ich die Ecken am Halsausschnitt. Ich habe jetzt drumherum gehäkelt komplett und bin wieder bei meiner ersten Masche angekommen. In die erste Ecke, in die ich meine ersten beiden festen Maschen hineingehäkelt habe, mache ich jetzt nochmal zwei feste Maschen, halt einfach von der anderen Seite. Dann entferne ich den Markierer und häkle in diese allererste Masche ebenfalls noch eine feste Masche. So sieht das jetzt aus. Ich mache eine Wendeluftmasche, drehe das Ganze und fange an mit festen Maschen in die andere Richtung einfach.
Und das mache ich jetzt komplett drumherum, bis ich auf der anderen Seite angekommen bin. Den Saum behäkle ich nicht ein zweites Mal. Also ich bin jetzt hier, ich häkle nochmal drumherum, bis ich wieder hier bin. Ich bin jetzt von hier hochgekommen, habe einmal um den Ausschnitt gehäkelt und wieder runter. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich ja Knöpfe haben möchte. Es sollen hier so Knöpfe hin. Oh, den dritten könnt ihr hier gar nicht sehen. Also, es sollen Knöpfe hin. Dann brauche ich auf dieser Seite ja Knopflöcher. Und die mache ich in der zweiten Reihe, weil ich die Planke vorne nicht so breit haben möchte. Ich möchte die Knöpfe jeweils hier haben. Ich habe mir die erste Masche des Knopfes markiert. Meine Knopflöcher sollen 3 Maschen lang sein. Die erste ist wie gesagt markiert. Also mache ich 3 Luftmaschen und lasse dafür 3 Maschen aus. Dann häkle ich in die 4. Masche wieder eine feste Masche. Der Knopf sollte natürlich durchpassen, beziehungsweise er muss durchpassen, sonst bringt das ja gar nichts. Mein Knopf passt gut hindurch, sehr schön. Und an allen Stellen, an denen ich Knöpfe haben möchte, mache ich das auf diese Art. Bei mir sind das 3 Luftmaschen und dafür die 3 ausgelassenen Maschen. Ich habe jetzt bis zum Saumende gehäkelt und meine Knopflöcher gemacht. Hier und hier. Zwischen den letzten beiden Grannies wollte ich keinen Knopf mehr. Und dann habe ich wieder gewendet und hochgehäkelt bis zum ersten Knopfloch. Jetzt zeige ich euch, wie ich die Knopflöcher behäkle. Ich mache quasi eine dritte Runde mit festen Maschen bis hierher und dann ist Schluss. Am Knopfloch ist es ganz einfach. Das besteht ja aus 3 Luftmaschen, daher umhäkle ich diese mit 3 festen Maschen. Und dann geht es ganz normal weiter mit festen Maschen in jede Masche. So sieht es dann aus. Meine Umrandung und die Knopflöcher sind fertig. In diesem Bereich kommt der Kragen hin. Ich beginne von der rechten Seite und häkle mit halben Stäbchen immer hin und her, bis der Kragen breit genug ist. In dieser Ecke geht es los. Ich habe mir wieder eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Der Markierer markiert die Luftmasche der Ecke. Genau dort starte ich jetzt mit dem Kragen. Wie zuvor befestige ich zunächst den Faden. Dann mache ich noch eine Luftmasche. Und jetzt beginne ich mit halben Stäbchen in die gleiche Masche. Und dann häkle ich mit halben Stäbchen bis zur anderen Seite weiter. Ich bin auf der anderen Seite angekommen. Jetzt mache ich 2 Wendeluftmaschen und häkle in halben Stäbchen zurück.
Und so häkle ich hin und her, bis der Kragen die Breite hat, die ich haben möchte. Mein Kragen ist nun fertig. Ich messe das mal aus. Er ist ca. 6 bis 7 cm breit. So sieht das aus. Und bei den Ärmeln habe ich das übrigens auch gemacht. Diese habe ich mit einer Reihe feste Maschen umhäkelt zum Abschluss. Der Mantel ist fertig. Was sagt ihr? Würdet ihr euch auch einen solchen Mantel machen oder findet ihr ihn zu bunt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier noch ein paar Impressionen vom Mantel und ich sage Dankeschön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Schaut nächste Woche wieder rein, wenn das nächste Video online ist. Denkt ans Abonnieren und die Glocke, so verpasst ihr es sicher nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Bis bald!